Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik Channel. Heute geht es um das Thema, was tun, wenn die Waschmaschine leckt bzw. ausläuft. So geschehen bei meiner Waschmaschine, eine Bosch Max 7, ungefähr 10 Jahre alt, da kann das schon mal passieren. Aber wie ihr seht, funktioniert sie wieder und sie ist dicht. Zum Glück kann man so ein Malheur also recht schnell selber beheben. Man braucht nur ein bisschen technisches, handwerkliches Geschick, ein paar Schrauben lösen und ein paar Gummis austauschen. Ich erkläre euch hier zwei häufig vorkommende Probleme, die diesen Wasseraustritt verursachen. Nummer 1, die Türdichtung hat einen Riss. Im Laufe der Zeit kann sich hier in dieser Türdichtung ein Riss bilden, sodass, wenn hier das Wasser runterläuft, das Wasser hinter der Verkleidung unten aus der Waschmaschine wieder rauslaufen kann. Hierzu habe ich hier ein anderes Video gedreht. Die andere häufig vorkommende Möglichkeit ist, dass der Ablaufschlauch von Tank zur Pumpe porös und undicht ist und auch dort das Wasser austreten kann. Um dieses Problem geht es in diesem Video. Dreht als erstes das Wasser ab. Entfernt den Stromstecker aus der Dose und entfernt den Abwasserschlauch. Zumindest habe ich das gemacht, um an die Waschmaschine besser ranzukommen. Entfernt als nächstes den Einspülkasten. Einfach rausziehen und dann mit den Fingern den Raster ein wenig eindrücken. Ihr könnt dann die Schublade komplett rausziehen. Nun wird die Bedienfront entfernt. Hierzu befinden sich 4 verschraubte Torx-Schrauben. Diese müssen entfernt werden. Wenn alle Schrauben entfernt sind, könnt ihr die Bedienfront einfach runterklappen und rausziehen. Aber Achtung, es befindet sich ein kurzes Kabel an dem Bedienteil, welches abgeklipst werden muss. Nun nehmen wir uns die Frontblende vor. Entfernt den Deckel zur Revisionsöffnung. Dort befindet sich ebenso eine Torx-Schraube, die entfernt werden muss. Nachdem diese entfernt wurde, könnt ihr die komplette Blende nach rechts schieben. Sie ist dann gelöst und kann abgenommen werden. Links und rechts befinden sich nun jeweils 2 weitere Torx-Schrauben, die die Frontseite halten. Diese müssen entfernt werden. Nun müssen wir die Türdichtung entfernen. Wer genau hinschaut, sieht an der Dichtung einen rundlaufenden Draht, der an einer Stelle mit einer Feder gespannt ist. Nehmt einfach einen Schraubendreher und zieht vorsichtig die Feder heraus. Ihr könnt dann den Draht entfernen. Die Türdichtung ist dann gelöst. Entfernt nun die Frontseite durch einfaches Anheben. Aber Achtung, es führt ein Kabel zum Schließsystem. Dieses muss einfach abgeklemmt werden. Kontrolliert nun und schaut bitte nochmal, ob der Strom wirklich abgesteckt ist, ob das Wasser tatsächlich aus dem Ablaufschlauch kommt. Wieder geht es an eine Torx-Schraube, die quasi als Klemme dient, um den Ablaufschlauch wirklich sicher zu positionieren. Schraubt die Schraube am besten komplett heraus. Ihr könnt dann den Schlauch einfach runterdrücken und er ist gelöst. Die anderen Anschlüsse löst ihr mit einer Zange. Ihr könnt dann den kompletten Ablaufschlauch rausnehmen. Zum Glück bietet Bosch eine sehr gute Seite, in der ihr die Seriennummer eurer Waschmaschine eingebt und könnt dann aus den passenden Ersatzteilen auswählen. Alternativ stehen auch Nummern auf den Teilen und über Google kommt ihr auf die passenden Ersatzteile. Bosch war erstaunlich schnell, bereits am nächsten Tag war der neue Ablaufschlauch da. Da bei dem Schlauch auch der angeschlossene Schlauch dabei war, der an der Trommel vorbei nach oben führt und vermutlich für eine Belüftung gegen Unterdruck ist, tausche ich diesen auch noch aus. Der ist einfach nur geklipst und kann rausgezogen werden. Der Einbau verläuft genauso.
Positioniert nun den Ring mit der Schraube auf dem Schlauch. Schiebt diesen an die Öffnung, positioniert ihn korrekt und schraubt die Schraube entsprechend zu. Schließt nun den Schlauch an der Pumpe noch korrekt an. Kontrolliert nochmals, ob alles richtig angeschlossen ist. Nun geht es wieder an den Zusammenbau. Nehmt die Frontplatte. Ihr müsst den Klicker in das Loch oben einsetzen und dann nach oben drücken. Vergesst nicht, das Kabel für das Schloss wieder anzuschließen. Durch das nach oben drücken der Frontplatte rastet die Frontplatte unten ein. Verschraubt nun die Front mit den jeweils 2 Torx-Schrauben auf der linken und rechten Seite auf Höhe der Frontblende. Danach kann die Frontblende wieder aufgesetzt werden. Setzt diese rechts an, drückt diese an und schiebt sie nach links, bis sie einrastet. Die Schraube wieder reindrehen, dann kann die Revisionsabdeckung angebracht werden. Verbindet nun das Kabel des Bedienteils wieder dort, wo ihr es am Anfang abgesteckt habt. Setzt das Bedienteil oben ein und drückt es unten rein. Nun können die 4 Schrauben wieder reingedreht werden. Nun geht es noch an die Türdichtung. Fummelt die Türdichtung entsprechend wieder rein. Nehmt den Drahtring, setzt ihn an. Am Schluss, wenn es wieder etwas schwerer geht, nehmt einen Schraubendreher zur Hand. Aber Achtung, die Türdichtung dabei nicht beschädigen.
Schließt nun Abwasser, Frischwasser und Strom an. Macht nun einen Testwaschgang, bei dem ihr aber dabei seid. Es würde mich freuen, wenn ich einigen von euch eine neue Waschmaschine ersparen konnte. Interessiert ihr euch mehr für solche Videos, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, Jan von Jans Technik Channel.